Unser wichtigstes Lebensmittel. 129 Liter Trinkwasser verbraucht jeder Deutsche pro Tag im Durchschnitt. Im Klimawandel wird diese Ressource knapper. Wir können die nicht einfach weiter so verschwenden, wie wir das in den letzten 50, 70 Jahren gemacht haben. Beim Thema Wasserverbrauch und Wassergewinnung hat man sich umweltpolitisch völlig neu aufzustellen. Hitzesommer setzen die Wasserversorger unter Druck. Sie müssen die Infrastruktur ausbauen. Das kostet alles Geld und letztendlich müssen die Verbraucherinnen und Verbraucher dann diese Mehraufwendungen dann auch zahlen. Das müssen wir machen, denn wir sind mitten im Klimawandel und der Stadtwald vertrocknet. Die Kapazitäten aber sind begrenzt. Verschärft sich der Verteilungskampf um das Trinkwasser? Wer über das Trinkwasser berichten will, sollte zunächst dorthin fahren, wo es entsteht. Wir sind auf dem Weg in den Burgwald, rund 15 Kilometer nördlich von Marburg. Es gibt insgesamt 10 Naturschutzgebiete im Burgwald. Und das Besondere in den Naturschutzgebieten sind die Moore. Also jetzt verlassen wir quasi den öffentlichen Bereich gleich und fahren in den Burgwald rein. Anne Archinal engagiert sich seit langem ehrenamtlich in Naturschutzprojekten. Sie ist hier in der Gegend aufgewachsen. Der Wald, ein wichtiger Ruheort, um Stress abzubauen, um seine Sorgen hier zu lassen. Doch ihre Heimat droht auszutrocknen. Die Grundwasserstände sinken, die Grundwasserneubildung sinkt, sodass auch die Quellen und damit die Bäche und auch die Flüsse nicht mehr so stark mit Wasser beliefert werden. Das hat Auswirkungen auf die Feuchtbiotope und Moorlandschaften im Burgwald. Besonders dann, wenn es wieder einen extrem heißen, trockenen Sommer gibt. Die Veränderungen, die dann im Wasserhaushalt in der Natur auftreten, hat sie per Foto dokumentiert. Das ist jetzt die Fläche im Sommer, ne? Nicht im Herbst. Und so sah die halt aus 2018, 19. Und man sieht hier am Rand, dass die Torfmoose auch wirklich absterben und die müssen sich dann halt wieder regenerieren. Das ist schon ein Rückschlag für die Moor- und Torfbildung. Sie macht sich Sorgen. Wenn der Klimawandel voranschreitet, was bedeutet das für die Moorlandschaft? Wird das Grundwasser knapp? Eine Frage, die seit langem auch die Experten des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie, kurz HALNUG, beschäftigt. Die Fachbehörde unterhält ein flächendeckendes Grundwassermessnetz. An jeder 5. Messstelle reagieren die Pegel schon recht schnell auf ausbleibende Niederschläge, berichtet Behördenchef Thomas Schmid. Seit 2003 beobachten wir, dass wir fast nur noch Trockenjahre haben. Also wir haben keine grundwasserreichen Jahre mehr, sondern nur noch grundwasserarme Jahre. Das kann man auch sagen, dass wir in diesem Zeitraum 27% weniger Grundwasserneubildung hatten als im langjährigen Mittel. Der Klimawandel könnte die Situation verschärfen. Problematisch sind die heißen Tage, also Tage mit 30 Grad oder darüber. Zwischen 1971 und 2000 gab es laut deutschem Wetterdienst 5,4 heiße Tage in Hessen. Bis Ende des Jahrhunderts könnten zwischen 3 Tagen jährlich und bis zu 29 Tagen hinzukommen, je nach Szenario. Die gute Nachricht: Die Grundwassermenge über das ganze Jahr hinweg bleibt wohl in etwa gleich. Die schlechte Nachricht ist, dass diese trockenen Sommer und diese Trockenperioden, die wir jetzt gerade erlebt haben, wahrscheinlich in der Intensität und auch in der Dauer zunehmen werden. Wir haben das ja auch in den letzten trockenen Jahren erlebt, dass sehr viel mehr Wasser verbraucht wird. Viele Leute haben ja einen kleinen Pool im Garten und diese hohen Spitzenwasserbedarfe, die führen zu Engpässen, einfach weil die Infrastruktur im Moment noch nicht danach ausgerichtet ist. Damit wir diesen hohen Spitzenwasserbedarf bewältigen. Zu wenig Regen, Dürre und Hitze. Tage über 40 Grad.
Was in den Wintermonaten an Grundwasser neu gebildet wird, reicht für den Sommer in Zukunft wohl nicht mehr aus. In manchen Regionen haben die Bürger eine akute Wasserknappheit schon zu spüren bekommen. In Ulrichstein im Vogelsberg rückte 2018 und 2020 der Tankwagen an. Nachbargemeinden mussten mit Wasser aushelfen. Der Klimawandel zwingt Hessens Wasserversorger zum Handeln. Zum Beispiel die Oberhessischen Versorgungsbetriebe, kurz OVAG. In deren Wasserwerk in Hungen treffen wir Konzernchef Joachim Arnold. Wenn wir keine umweltschonende Grundwasserförderung machen würden und Gewinnung betreiben würden, dann hätten wir einen sinkenden Grundwasserspiegel, weil der Verbrauch der Menschen größer geworden ist durch die Hitzesommer. Heißt, die OVAG ist gezwungen, weniger Trinkwasser zu fördern. Sonst würden die Grundwasserpegel unter das behördlich erlaubte Maß fallen. Die Folgen spürt der Ballungsraum Frankfurt. Die Mainmetropole kann sich allein nicht mit Trinkwasser versorgen. Das kommt, wie die blauen Pfeile der Grafik zeigen, aus der Wetterau und dem Vogelsberg, von der OVAG. Und aus dem Süden, dem hessischen Ried. Frankfurt würde ohne den Fernwassertransport austrocknen. Das ist auf jeden Fall zeitgemäß und er wird in der Zukunft noch zeitgemäßer werden müssen, weil wir müssen die Menschen versorgen. Das ist unser Kernauftrag und das möglichst, sagen wir mal, ohne dass wir die Umwelt belasten und das möglichst, dass wir das auch immer nachhaltig betreiben. Um Sicherheit dauerhaft sicherzustellen, ist es wichtig, dass auch diese einzelnen lokalen Netze untereinander verbunden sind, sodass man sich gegenseitig stützen kann. So erhält die OVAG wiederum jedes Jahr knapp 4 Millionen Kubikmeter Trinkwasser vom nördlichen Versorger ZMW, dem Zweckverband der mittelhessischen Wasserwerke, um so den Liefervertrag mit Frankfurt einhalten zu können. Der ZMW fördert sein Wasser im Landkreis Marburg-Biedenkopf, unter anderem in der Nähe des Burgwaldes. Exkursion mit Anne Archinal durch das Moor. Oh, ist das schön. Das merken Sie, wenn Sie hier drauf stehen. Da ist richtig Torf unten drunter. Das ist richtig schön weich. Ja, man wippt. Etwas versteckt findet man hier sogar die seltenen Moosbeeren, die aussehen wie Johannisbeeren. Die hat man früher zu einer Art Preiselbeermarmelade gekocht. Ganz sauer, ganz vitaminreich. Kann man essen. Um die Moorlandschaft vor ihrer Haustür zu schützen, sieht sie den Fernwassertransport nach Frankfurt kritisch. Wir müssen Klimaschutz an allen Ecken und Enden denken. Wir müssen damit anfangen, das zu denken, und das tun die meisten Menschen noch nicht. Wasser 120 Kilometer zu transportieren, allein vom Klimaschutz ist das nicht sehr sinnvoll. Das kostet Energie, macht keinen Sinn. Wasser in Rhein-Main zu sparen oder direkt dort zu fördern, ist viel sinnvoller. Jetzt möchte ich ein paar Stimmen wieder sammeln. Das ruft einen Streit in Erinnerung, der seit Jahrzehnten schwelt. Der Verteilungskampf um das Wasser zwischen Frankfurt und Regionen wie dem Vogelsberg. Schon 1991 hatte der Hessische Rundfunk dazu eine Diskussionssendung ausgestrahlt. Kommunen und Bürger gegen die OVAG. Meine Forderung ist eine Änderung der Verträge auf weniger Wasserentnahmen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass also Inhalt von Verträgen immer das große Interesse der Bürger Die Kernfrage damals: Schadet die Wasserförderung für Frankfurt der Natur vor Ort? Die ökologischen Folgen, die Sie hier mit der Wasserförderung anrichten, die können Sie überhaupt nicht finanzieren mit Ihrem Wassergeld. Hier geht es doch wirklich nicht um das Leerpumpen des Vogelsberger. Also ich muss doch wirklich sagen, die Tatsachen sprechen doch gar nicht dafür. Wir haben reduziert seit 6 Auch heute noch wird im Vogelsberg über angeblich rücksichtslose Wasserversorger und vertrocknete Landschaften diskutiert. 30 Jahre später will Frankfurts Umweltdezernentin Rosemarie Heilig diesen Streit nicht neu entfachen.
Auch der Frankfurter Stadtwald leide schließlich unter den trockenen, heißen Sommern. Im Jahr 2019 hat es von April bis November keinen einzigen Tropfen geregnet. Und das war nicht nur hier so, das ist überall so. Also ich finde, wir sollten uns nicht streiten, ja, über die Frage, wer hat verursacht die Kalamitäten im Vogelsberg oder im Hessischen Ried, sondern wir sollten gemeinsam an einer besseren Trinkwasserstrategie der Versorgung arbeiten. Der Durst Frankfurts wird größer. Auch der von Offenbach zum Beispiel. Denn bis 2040 erwarten die Statistiker, dass die Bevölkerung weiter wächst. Das Rhein-Main-Gebiet kann auf das Trinkwasser von außerhalb nicht verzichten. Trotzdem will man Regionen wie dem Vogelsberg natürlich entgegenkommen. Das, was ich ja vorgeschlagen habe, ist, dass man aber den Anteil der Versorgung des Trinkwassers der Frankfurter Bevölkerung dadurch erhöht, dass wir hier Mainwasser infiltrieren und daraus auch Trinkwasser generieren, um so zumindest den Trend zu erhöhen, dass wir ein höheres Potenzial haben, die Frankfurter Bevölkerung mit eigenem Trinkwasser zu versorgen. Aber das wird nie so sein, dass wir das zu 100% können. Infiltration. Das heißt, die Grundwasserspeicher mit Flusswasser wieder auffüllen. Wie das funktioniert, erklärt uns Michael Polocek. In Biebesheim leitet er die Infiltrationsanlage des Wasserverbandes Hessisches Ried. Hier wird Wasser aus dem Rhein wieder aufbereitet. Unter anderem mit Hilfe chemischer Stoffe. Das Wasser wird zwischenzeitlich dann ganz braun und es bilden sich darin Flocken. Das Rheinwasser kommt ja schon relativ klar an. Und das sind im Prinzip die feinst verteilten Stoffe und organischen Stoffe, also die gelösten Stoffe, die wir durch die Flockungsaufbereitung noch aus dem Wasser entfernen. Und am Ende bleibt dann im Prinzip eine Klarschicht an Wasser über. Eine von mehreren Reinigungsstufen, die er in den verschiedenen Becken des Wasserwerks überwacht. Infiltration heißt der komplette Vorgang. Das Wasser aus dem Fluss entnehmen, im Werk aufbereiten, bis es Trinkwasserqualität hat und später im benachbarten Wald im Boden versickern lassen, um so den Grundwasserspiegel anzuheben. Je heißer es im Sommer ist, je höher der Wasserverbrauch, desto höher ist auch die Auslastung der Anlage in Biebesheim. Der Klimawandel kann das Werk schnell an seine Kapazitätsgrenze bringen. Trotz Rohren, die bis zu 1,40 Meter dick sind. Gerade das Jahr 2019 sind wir im Prinzip mit Volllast das gesamte Jahr durchgefahren. Da haben wir in etwa 39 Millionen Kubikmeter aufbereitet. Und das war auch technisch die maximale Aufbereitungsmenge, die wir zur Verfügung stellen können. 39 Millionen Kubikmeter. Das entspricht etwa dem Wasserbedarf von 10 Millionen Menschen in einem Monat. Fahrt in den nahegelegenen Gerrnsheimer Wald. Michael Polocek zeigt uns den letzten Arbeitsschritt der Infiltration. In einem 100 Meter langen Graben sickert das im Werk gereinigte Wasser durch eine Kiesschicht in den Boden. Die natürliche Grundwasserreinigung im Erdreich findet dann auch hier an der Stelle nochmal statt. Das Wasser kühlt dann auch auf dem Wege zum Grundwasserleiter ab und erhält dann die Rohwassertemperatur, wie wir sie aus dem Trinkwasser im Prinzip kennen. Er und sein Team betreiben viel Aufwand, um den Grundwasserpegel so wieder anzuheben. Das kostet Geld. Denn je trockener die Sommer werden, desto wichtiger wird die Infiltration. (2019) hat Hessenwasser ein Schreiben an mehrere Kommunen verschickt, in dem der Versorger vor Wasserengpässen warnt. In Zukunft zeichne sich infolge des Klimawandels eine, Zitat, rückläufige Wasserverfügbarkeit ab. Ein zusätzlicher Wasserbedarf könne in Einzelfällen nicht immer vollständig abgedeckt werden. Den Brief hat unter anderem die Gemeinde Raunheim erhalten. Unangenehme Nachrichten für Bürgermeister Thomas Jühe und seine Kollegen. Die Stadt erhält ihr Trinkwasser unter anderem von Hessenwasser.
Nun will sie eine eigene Wasserversorgung aufbauen. Die Warnung per Brief gab den Ausschlag. Wenn man die dann liest, dann ist man erstmal ein bisschen erschrocken. Und das war für uns ein großer Anstoß zu sagen, huch, da müssen wir mal drüber nachdenken. Bisher haben wir einfach nur Wasser in Empfang genommen, auch noch zu einem günstigen Preis. Und jetzt merken wir plötzlich, dass diese Ressource ein wenig in Bedrängnis gerät. Geeignete Quellen scheint es im Stadtgebiet zu geben. Früher war in Raunheim mal eine Lederfabrik ansässig, die Rudolf Ihm AG. Das Unternehmen benötigte viel Wasser für die Produktion und hatte deshalb eigene Brunnen gebohrt. Ein Zeichen, dass genug Wasser im Untergrund schlummert. Inzwischen braucht die Stadt mit ihren knapp 17.000 Einwohnern jährlich rund 800.000 Kubikmeter Trinkwasser. In diesem Jahr stehen die ersten Probebohrungen an. Wir haben bis jetzt geophysikalische Messungen durchgeführt, das heißt also nicht Aufbrüche oder irgendwelche Eindringen in den Untergrund, sondern einfach nur mal über Elektrik festzustellen, wie könnte das Grundwasser beschaffen sein. Und da haben wir eine genügende Mächtigkeit feststellen können, dass wir davon ausgehen, dass auch die Bohrungen dann ein gutes Ergebnis zutage fördern werden. Hinzu kommt noch, dass wir auf jeden Fall schauen müssen, dass das Entnehmen von Trinkwasser an dieser Stelle nicht dazu führt, dass insgesamt der Wasserspiegel so weit absinkt, dass er den Wald an der Stelle gefährden würde. Bis die eigene Trinkwasserversorgung steht, wird es noch Jahre dauern. Der Plan soll sich dann auch finanziell für die Bürgerinnen und Bürger lohnen. Bliebe es beim Liefervertrag mit Hessenwasser, würde der Bezugspreis von 74 Cent bis zum Jahr 2035 deutlich steigen, auf 1,21 €. Bei einem eigenen Netz wäre der Produktionspreis mit 93 Cent zunächst höher, würde dann aber nur bis auf 1,03 € klettern. Wir wollen eine andere Entscheidung treffen. Wir wollen eben jetzt nicht darauf setzen, dass es Hessenwasser irgendwie gelingt und der Preis da ein bisschen steigt, sondern wir wollen hier auch einen politischen Akzent setzen. Höhere Wasserpreise wegen des Klimawandels? Das sei zwar logisch, sagt Karl Ulrich Rudolph, der das Institut für Umwelttechnik und Management an der Universität Witten-Herdecke leitet. Allerdings rät der Experte auch, bei steigenden Wasserkosten den Versorgern genau auf die Finger zu schauen. Nachvollziehbar ist, wenn gesagt wird, wir müssen für Wasserspeicherung sorgen. Wir müssen sehen, dass wir über lange Trockenzeiten hinwegkommen. Da sind natürlich Zusatzinvestitionen notwendig. Aber ein Teil der Kostenerhöhung durch Klimawandel entstehen dadurch, dass der Klimawandel als Entschuldigung auch rangezogen wird, oft, wo es gar nicht darum geht. In Hessen zum Beispiel wird derzeit eine zweite Riedleitung gebaut. Für den sicheren Wassertransport aus dem Süden Richtung Frankfurt. Bis zum Jahr 2030 fallen dafür 100 Millionen € an Investitionskosten an. Natürlich gibt es Engpässe und natürlich gibt es auch Sanierungsstaus. Aber die Sanierungsstaus sind ja nicht entstanden, weil man gar nicht wusste, dass vielleicht der Klimawandel kommt, sondern die Sanierungsstaus sind entstanden, weil eben die Gelder, die mit den Wassergebühren erhoben worden sind, dann nicht ausgegeben worden sind, um Reinvestitionen zu tätigen. Wofür wird aber dann das Geld aus dem Trinkwasserverkauf verwendet? Alle Wasserversorger sind lokale Monopolisten. Schaut man sich deren Geschäftsberichte und Bilanzen genauer an, entdeckt man häufiger sprudelnde Gewinne. Beispiel Hessenwasser. Seit 2016 blieb immer ein jährlicher Nettoüberschuss zwischen knapp 5 und 6 Millionen € übrig. Gleichzeitig lesen wir von einem garantierten Gewinn, den Hessenwasser lange an den Landkreis Groß-Gerau überwiesen hatte. Eine Garantiedividende von 1,5 Millionen €. Groß-Gerau ist an Hessenwasser beteiligt. Interviewtermin dazu mit Landrat Thomas Will. Er erklärt uns, dass die Garantiedividende bis 2013 galt und wofür Groß-Gerau die Gewinne aus dem Wassergeschäft verwendet. Wir nutzen diese Gelder fast ausschließlich, um den ÖPNV quer zu finanzieren. Das heißt also, die Busse, die bei uns im Landkreis auf der Linie sind,
fahren defizitär, wie in allen Gebietskörperschaften auch. Und wir bezuschussen dann hier aus diesen Mitteln heraus den ÖPNV. Groß-Gerau klagt derzeit vor dem Oberlandesgericht Frankfurt, damit die 1,5 Millionen Euro jedes Jahr weiterfließen. In den vergangenen Jahren war es weniger. Möglich, dass die Bürger auch deshalb künftig mehr fürs Trinkwasser zahlen müssen. So werden wir auch das Thema Wasser und Wasserpreis auf der Agenda haben. Auch da erwarte ich in den nächsten Jahren zumindest eine moderate Anpassung. Ja. Es ist in der Größenordnung dann für den Endverbraucher, dass es nicht sehr stark merklich sein wird. Also bei weitem nicht so, wie wir es jetzt an der Zapfsäule beim Benzin, beim Diesel sehen. Ja. Sondern wir reden da von Beträgen im einstelligen Cent-Bereich. Bei einem durchschnittlichen Wasserpreis in Deutschland von rund 2 Euro für 1000 Liter ist das nicht viel für den einzelnen Bürger. Ganz anders müssen Großverbraucher in der Industrie kalkulieren. Wassersparen ist hier das oberste Gebot. Wir sind im Industriepark Höchst, einem der größten Pharma- und Chemiestandorte in Deutschland. 22.000 Menschen arbeiten hier in 90 Unternehmen. Betreiber ist die Firma Infrasurf. Deren Geschäftsführer Joachim Kreising erklärt, woher der Industriestandort sein Wasser überhaupt bezieht. 95% des Wassers, das wir nutzen, kommt aus dem Main und wird von uns als Flusswasser bezeichnet. Nur 5% des genutzten Wassers ist Wasser, was wir entweder aus eigenen Brunnen oder zu einem sehr kleinen Teil aus der öffentlichen Trinkwasserversorgung beziehen. Ohne den Main würde der Industriepark quasi stillstehen. So ist das Flusswasserwerk eine der wichtigsten Einrichtungen auf dem Gelände. Pro Stunde werden hier 10.000 Kubikmeter Wasser aus dem Main gepumpt. Also 10 Millionen Liter. Ist erstmal eine Riesenzahl, aber an das, was am Mainwasser hier den Industriepark vorbeiläuft, sind das noch nicht mal 0,02%. Also der Main ist nie so niedrig, dass es auch nur im Entferntesten ein Problem darstellen wird. Die Firmen nutzen das aufbereitete Flusswasser vor allem, um damit ihre Produktionsanlagen und chemischen Prozesse herunterzukühlen. Dafür benötigen sie gigantische Wassermengen. Jedes Jahr 490 Milliarden Liter. Die kann der Industriepark nur erzeugen, indem er das aufbereitete Flusswasser mehrmals verwendet. Das passiert in den großen Kühltürmen. Also jede Stunde sind es 50.000 Kubikmeter. Das kann man sich natürlich jetzt schwer vorstellen. Es wäre so, als würde man alle 3 Minuten ein olympisches Becken mit Wasser füllen. Aber das eben Tag und Nacht, Sommer wie Winter, das ist der Schnitt, was wir an Wasser brauchen. Und das wäre natürlich schlecht, man würde das einfach dem Main entziehen. Und deswegen haben wir eben diese Rückkühltürme, um das Wasser immer wieder verwenden zu können und immer wieder auf die Temperatur rückzukühlen. Deswegen das Wort. Durch dieses Verfahren können Sarah Teitzel und ihre Kollegen das Wasser um etwa 8 Grad herunterkühlen, bevor es dann wieder zurück in die Produktion läuft. Bis zu 90% des Mainwassers, das der Industriepark benötigt, wird später in den Fluss zurückgeleitet. Ökologie und Ökonomie gehen in die gleiche Richtung. Wir machen es, weil es wirtschaftlicher ist und weil wir eben auch die Ressource dann eben sparen wollen. Im Hintergrund ist gerade die Baustelle, wir bauen ein neues Flusswasserwerk, das in die Jahre gekommene ersetzen soll. Und auch dort werden wir viel effizienter Energieeinsatz nutzen können, als wir das bisher getan haben. Das alte Flusswasserwerk ist fast 100 Jahre alt. Die Bauarbeiten zum neuen Werk nebenan sind schon in vollem Gange. 2023 soll die Anlage fertig sein. Kosten 30 Millionen Euro. Für Hessens größten Chemie- und Pharma-Standort eine wichtige Zukunftsinvestition. Wasser sparen, indem man es doppelt nutzt. Das funktioniert auch im Kleinen, in diesem Wohnblock in Frankfurt. Ortstermin mit Frank Juncker, Chef der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft ABG. Mit ihm geht's runter in den Keller.
Das Besondere hier die schwarzen Tanks und die zusätzlichen Wasserleitungen. Sie haben einmal in der Wohnung die ganz normale Frischwasserleitung, die Sie benötigen zum Duschen, zum Kochen, zum Zähneputzen und zu was auch immer. Und Sie haben dann aber eine zweite Leitung, die dann auch wieder nach oben geht, die dann die Toilettenspülung speist. Heißt, in 28 Wohnungen wird das Trinkwasser zweimal verwendet. Herzstück dieses sogenannten Betriebswassersystems ist die Anlage im Keller. Die nutzt zusätzlich auch die Abwärme des Dusch- und Badewassers zum Heizen. Hier ist das Ganze von der Systematik nochmal beschrieben. Hier findet die Vorreinigung statt. Das ist einer von diesen großen Tanks. Dann geht es weiter in die nächste Fraktion. Das heißt, hier wird biologisch-mechanisch gereinigt. Dann gibt es nochmal final eine UV-Bestrahlung, um dann eben die Keime abzutöten. Hier sehen Sie dann den Wärmetauscher, über den dann aus dem warmen Wasser Energie entzogen wird für die Heizung der Wohnung. Und dann geht es wieder nach oben in die Toilettenspülung. Klingt alles wunderbar. Wären da nicht die Kosten. Die gesamte Anlage ohne zusätzliches Rohrsystem habe 140.000 € verschlungen, erzählt Frank Juncker. Wohnen wird so noch teurer im schon teuren Frankfurt. Das ist leider so. Deswegen sagen wir ja, wir probieren das mal aus, ob das funktioniert und ziehen dann eben entsprechende Erkenntnisse raus und kamen hier leider zu der Erkenntnis, dass es wirtschaftlich so nicht umsetzbar ist. Wenn Sie mal sehen, zweites Leitungssystem heißt dann auch, Sie nehmen eben dann Wohnfläche dafür in Anspruch. Das reduziert dann eben die vermietbare Fläche und das geht dann letztlich dann über die Gesamtmiete, die dadurch dann etwas höher wird. Ökologisch top. Aber wie sieht es ökonomisch aus? Das Frankfurter Projekt hat der Umweltingenieur Erwin Nolde mitbetreut. Er macht eine andere Rechnung auf. Die Mieter würden 30% weniger Trinkwasser verbrauchen. Hinzu kämen rund 1.500 € Ersparnis beim Heizen. Aber es ist ja nicht nur die Wärme, sondern wir haben auch fast 3 Tonnen CO2 eingespart. Das ist ja nun auch ein wichtiger Aspekt. Diese Potenziale sind gerade auch mit Blick auf den Klimawandel extrem wichtig. Und diese Potenziale, an diese kommen wir nur ran, wenn wir im Gebäude anfangen, die Abwasserströme zu trennen. Eine Zwickmühle. Die Wohnungsbaugesellschaft blickt vor allem auf die Bau- und Wohnkosten. Der Umweltingenieur auf den Umweltschutz und das Wassersparen. Wir müssen diese Trennung in den Gebäuden, die sollte zur Pflicht werden, die sollte in der Bauordnung stehen. Und das ist auch wieder eine Rückkopplung von den Wohnungsbaugesellschaften. Die Wohnungsbaugesellschaften stöhnen zwar, wenn ich denen sage, 20 € Mehrkosten pro Quadratmeter, aber sie sagen gleichzeitig, ja, wenn das festgeschrieben würde, dann machen wir das natürlich. Solche Betriebswassersysteme sind in Deutschland noch die große Ausnahme. Dabei fordern Umweltschützer in Zeiten des Klimawandels genau das, schonender mit der Ressource Wasser umzugehen. Auch Anne Archinal fordert mehr Wasserrecycling. Die gefährdete Natur vor Ort ist ihr stärkstes Argument. Wir leben ja gerade ganz in einer Welt, wo man überlegt, wie kann man Rohöl substituieren. Durch Sonnenlicht, durch Wind, wie auch immer. Das muss beim Wasser auch passieren. Nicht zu 100%, aber zumindest so weit es möglich ist. Wir brauchen Trinkwasser, das kann man nicht zu 100% substituieren, das wäre Quatsch. Aber wir können es nicht mehr für die Toilettenspülung einsetzen. Das geht einfach nicht mehr. Ja? Die Moore sind wichtige CO2-Speicher und wirken damit dem Klimawandel entgegen. Sie können wie ein Schwamm das Wasser aufsaugen. Wenn man die anfasst, das ist trocken. Meine Hände sind nicht nass. Aber wenn man jetzt guckt, kommt auch noch kein Wasser, wenn man mal so ein bisschen drückt. Aus so ein bisschen Pflänzchen kommt ganz viel Wasser raus. Wasser, das in Zeiten des Klimawandels knapper und kostbarer wird, um das Bürgerinnen und Bürger, Kommunen und Unternehmen kämpfen müssen.